So we are back. It's 2 minutes after the ending of the last video. I'm here with Edgar Oettig from Peimar. It's what's it called again? It's called Grünbach, yeah. Grünbach, yeah. It's about part south of Würzburg, the direction of Heilbronn. Would you say? Bad Mergentheim. Bad Mergentheim. Anyway, so Edgar is a very successful. One would say. What would be the word in English for Beamter? I think there's no word. Of course there is. Huh? He works in the he works for the Agentur für Arbeit. yeah, he works for the yeah, he helps people get jobs, and he's the director of this whole situation. Aren't you down there? Yes. So he's become very successful. How old are you, Ed? You 62, 63? 62. 62. So he's 4 years younger than I am. And he decided not to become a musician. And I'm glad he did, because being a musician is not always such an easy thing. You have to deal often not with judgments about what you can do that are fair. Often it's sort of, well, do you drink the same beer as I do? Or do you have the same tastes and whatever? It's not a quality thing. Often it's not a. It's often a question of taste, but it's not a quantity thing. Like, it's not like sport. You run the fastest, you're the winner. If you take drugs or whatever, or jump around like this woman on television just recently from Russia, and have been taking some sort of stimulants and whatever to improve your heart rate and whatever, then you're being unfair. Okay, but this is, again, only because she could turn 4 times in the air at one time, a quadruple, I think it used to be called a quadruple Lutz or something like that. They used to have expressions for these things back when the skater themselves they were named after whatever they did. But I think it's important for you, the listener, to understand that music is a wonderful hobby. And it's the kind of thing that allows you to develop really very, very good and close relationships with friends and some students, past students. And now at the door, there's the ringing of the door is the Mr. Werner Aumüller. Now Werner doesn't know either that he is going to be my guest today with La Tromba. He just is coming because he needs a mouthpiece. He works for the Bavarian Radio in Nuremberg and has become very, very successful with that. So first of all, I have to let him in the door, and we'll see what happens. Werner Aumüller. Yes. Ja, komm rein. Schon lange nicht gesehen, mein Gott. Das ist ja lange her. Oh, now you're on TV. Can you imagine that? This is Werner Aumüller. Das ist Edgar Oettig. Werner, darf ich dich mit aufnehmen da für meine YouTube-Series? Hör erst mal, wie ich spiele. Du bist jetzt dran. Das ist Werner Aumüller. Ich will doch nur Mundstücke jetzt. Ja, ich weiß, es ist ein Überfall, ist ja sehr klar. Guck mal hier. Wie viele Mundstücke habe ich für dich vorbereitet hier? Ist das genug? Mehr als genug. Ja, aber ein paar Minuten erstmals da. Erstmals da. Wann hast du bei mir studiert? When did you study with me? 87 bis 94 oder so. Okay. Great. Ungefähr. And you played in trumpet ensembles with me? Ja. And we did some recordings together? With the natural trumpet, I think we did do some recordings. You played on the trumpet ensemble, and we did some things, remember? Werner used to have long hair like this, remember? Yes, yes. Do you still have a natural trumpet? Nee, ich habe keine mehr. Oh, I wanted to give you some mouthpieces. Geschenk. Yeah? Nützt mir jetzt nichts Did you mehr. sell it? Hast du es verkauft? Ja. Okay, but it was a very good. May I take that for you? Ich habe da nichts mehr gespielt. Lange Jahre dann einfach und dann. Yeah, das macht nichts. Dann Macht nichts. Now, let's talk a little bit about what you. I just put this outside here. What you do you work in for the Bavarian Radio now in Nuremberg, right? Mhm. So you're a producer, music producer, right? Auch. Okay. Ja. Okay. You don't want to speak English, obviously. So because this YouTube. German is mir viel lieber. Yeah, I understand, Englisch. but most people that are watching this are going to be speaking to you in English.
wir haben unser Unterricht niemals in Englisch gemacht. Ich habe immer Deutsch mit dir gesprochen. Ja, Ja. sehr vorbildlich. Ja, so, schon 87, ja. Ja. Das musst du aber auch vorstellen, dass ich nur 9 Jahre in Deutschland war. Jetzt bin ich inzwischen 42. Und du sprichst schon richtig Deutsch. Sehr gut. Ich kann es inzwischen, also ich habe es fast gelernt, ja, ja. Oh ja, ja, wunderbar. So, Ed? Jetzt muss ich noch mal fragen, da ich ja selber Journalist bin, was mit mir jetzt passiert. Also wo wird es denn landen? Das ist auf deiner Homepage. auf meinem YouTube-Kanal. Now, if you don't want to do this, I understand, and I'm not insulted, and I'm not hurt. If you have a problem with this at all, then you just tell me. Ja, ist okay. Also, And if you mach das. want, because this is Michael Albert, he's the man who renders everything and does everything. He's a very good cameraman and whatever. He helps very much, and we can even have these YouTubes that you are seeing right now of yourself sent to you so that you can that it's okay for what you said and what I said will come out with you involved. Because if there's anything that I do, and I think you know that for a long time, I respect people. Okay. And this is a form of respect. Now, I know it's an Überfall for you to come now, but Yeah. he was supposed to be here tomorrow, and so was Ed. But Auch ein Überfall. it's auch an Überfall. He's just going to come half an hour. We're just talking about things in our past and whatever. But Ed, please just sit down for a second. Please, just sit down for a Also ich sehe second. schon, es hat sich nichts verändert. Ja. Alles wie früher. Wie war es denn früher? So. Ja, aber du hast, Immer niemals Überraschung. du hast aber nie hier Stunde gehabt in dieses Studio. Nee, hier nicht. Hier nicht. Immer When nur you drüben. studied with me, wenn du bei mir studiert hast, wir waren in Hofstraße 13, ja? I had a big studio in zweiter Stock, Zweiter Stock. ja, Hofstraße 13, ja? Königshofen und dann hier. Du warst bei mir in Königshofen? Letztes Jahr. Bad Königshofen ist eine Berufsfachschule für Musik. Where do you come from originally? Woher Aus der kommt- Nähe von Schweinfurt. Ja, wie heißt der Ort? Obereuerheim heißt diese Obereuerheim. Ortschaft. Obereuerheim, eine kleine Ortschaft im Landkreis Schweinfurt. Okay. Genau. And you actually, do you know Robert Hofmann? Robert Hofmann comes from Reichmannsdorf. You know where that is? Reichmannshausen. Oh, Entschuldigung, Reichmannshausen. Ja. He's a former student of mine, but he's before you, a class before you, I think, wasn't he? Ja, 2, 3 Jahre vor mir und Reichmannshausen ist 15 Minuten entfernt von mir. See, this is really Franconia. This is northern Bavaria called Franconia, and this is, and you come from actually called, it's Baden, oder? Baden-Württemberg? Yeah. So, very quickly, about Robert. Robert is now the solo trumpet in the Süddeutsche Philharmonie Karlsruhe. Saarländisches Rundfunkorchester. Nein, but it's the Süddeutsche Philharmonie Karlsruhe und Saarland. Also. Yeah, he's the professor also in Saarbrücken. And he's doing very well, has a nice family and whatever. He comes from Reichmannshausen. He finished his studies with me, and he got his first job when he was 19, I think, in die Deutsche Eck, wo ist denn das? Koblenz. And then the second job was already in Saarländischer Rundfunk. But you went a different way. Now your specialty, of course, Werner, see, everybody is their own personality. Everybody is their own person. When they come to me or came to me to study, first of all, I explain to them how to play the trumpet. But what they want to do with the trumpet is their business, not mine. And certain interests that you had, you were very nice about playing the Baroque trumpet, whether or not you were interested in it and whatever. You know, you went along with the whole thing. Robert didn't. He never played the Baroque trumpet. Never. Oh, I don't want to waste my time with that. Yeah, so fine. But you liked Unterhaltungsmusik, but more traditional Franconian music. So that's really your specialty in Nuremberg, right? Also frankonische Tanzmusik. Also ich habe immer fränkische Tanzmusik, fränkische Volksmusik gemacht mit Klarinette, Trompete, Kontrabass und starische Harmonika. Aha, okay. Und wir haben halt zum Tanz gespielt und
letztlich bin ich dann beruflich halt in Nürnberg beim Bayerischen Rundfunk gelandet und bin jetzt seitdem hier schon 20 Jahre zuständig für die Volksmusik und Blasmusik Sag ich in ja. Nordbayern Ja. als Redakteur, Musikredakteur und weil du es vorhin angesprochen hast, wir machen Radiosendungen, bedienen Radiosendungen, Ja. tägliche Sendungen auf BR Heimat und auch auf Bayern 2 und bilden hier sozusagen die Volks- und Blasmusik ab, die in Nordbayern so passiert. Ehrenwerte Aufgaben. Und ja, mein Bereich ist halt die Redaktion im Prinzip, die Moderation. Ich moderiere auch Sendungen und wir produzieren auch Musik. Also es kommen immer wieder Musikgruppen ins Studio zu uns oder wir fahren raus. Erst vor 2 Wochen habe ich eine CD produziert mit den Don Bosco Musikanten, Okay. Thomas Wolf Aha. aus Bamberg. Okay. Thomas Wolf. Okay. Und genau, und die Musik spielen wir dann halt wiederum in unseren Sendungen und so ergibt sich eins zum anderen. I think Und das Thomas Spektrum- Wolf studierte mit Heinz Wolf, der ein Kollege von mir in der Bamberger Symphoniker war. Und er hat auch die Bamberger bzw. die Gundelsheimer Blaskapelle dirigiert, wo drin mein Sohn gespielt hat. Ja, genau, das hat er erzählt. Das ist ja, also er 10 oder 11 Jahre alt war. Das ist sehr interessant, ja. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Hat er erzählt. Nee, genau. ich höre das sehr gern. Ja. Erzähl weiter, Werner. Ja, das war es im Wesentlichen schon. Also so gestalten wir Radiosendungen von traditioneller Volksmusik bis weiterentwickelter Volksmusik, Crossover, also Volksmusik mit X, sagen wir hier in Franken. Und gleichzeitig aber auch Blasmusik, traditionelle Blasmusik bis symphonische Blasmusik. Okay. So, das ist mein Bereich. Okay. Und dafür haben wir jeweils Sendungen, also Blasmusiksendungen traditioneller Art, ein Blasmusikkonzert, wo ausschließlich symphonische Blasmusik oder Ensemblemusik zur Geltung kommt. Und dann Sendeflächen für Volksmusik von A bis Z, also von traditionell bis Volksmusik mit X. Okay. Und hast du mal mit anderer ehemaliger Schüler von mir zu tun gehabt, wie zum Beispiel Jürgen Weyer in Neustadt an die Saale? Mit Jürgen Weyer hatte ich Nicht bislang dienstlich noch nichts zu tun, aber mit dem Harald Streit und Norbert Harald. Lodes. Norbert Lodes, ja. Die haben ein Kulmer Blechbläserquintett gehabt, oder haben die das noch? Genau, die spielen Kulmer Brass noch. Ja. Okay. Also jetzt nach Corona Weil weiß ich der gar frühere nicht. Schüler von mir, Harald Streit, der wohnt in Kulmbach und Norbert Lodes ist in Bayreuth, ja? Genau, der Harald Streit ist in Kulmbach zu Hause, ist dort auch Musikschulleiter Ja, der ja. Musikschule. Und Norbert Lodes ist wohl wohnhaft in Bayreuth, glaube ich, aber er unterrichtet in Sulzbach-Rosenberg an der Berufsfachschule für Musik. Genau. Trompete, ja. Ja. Und mit beiden habe ich schon Aufnahmen gemacht. Hast du mal mit denen zusammengespielt? Weil wir haben sehr vieles zusammengespielt, auch Norbert und Harold. Und das gibt es noch Noten, das Harold, das sind, hier, schau mal das an hier. Da ist bestimmt, wenn ein HT am Ende steht, nein, aber normalerweise steht HT am Ende. Das sind Noten, das Harold Streit ausgeschrieben hat für mich da in seiner Studienzeit. okay. Ja. 5 Mark pro Seite. Ich sage, ja, ich habe ihn da gut belohnt für seine Arbeit. Er scheint wunderbar, also guck mal, wie das ist. Und das sind 2 verschiedene oder 3 verschiedene Tonarten für Horn und F und so weiter und so fort. Okay, so wir müssen jetzt eine kurze Pause machen, weil diese YouTube sind nur 15 Minuten. Und wir würden dann inzwischen ein bisschen über Mundstücke reden, weil schließlich ist das der Grund, dass du gekommen bist. Es muss nicht on camera sein, wenn du das nicht willst. This is, I think, the number 2 for today from the man with the horns, Richard Carson Steuart, here in the Tromba studio with his guests Werner Aumüller und Elke Oethig. Thank you so much. Vielen Dank, meine Herren. Gerne.